Okay, willkommen bei Radio 1 sein. Ich bin eine Zeit lang bereits hier unterwegs. Die Tage und die Momente verschwinden wirklich wie unglaublicherweise so, wie ich es eigentlich erbeten habe, nicht wahr? Und es ist wirklich in diesem Verständnis ein Tag für Tag und ein Moment für Moment, und jeder Tag und jeder Moment bietet mir eine Umwandlung oder eine Beschleunigung an, die mir aufzeigt als eine Einsparung. Das ist das Wort, ne? Wie wir Zeit einsparen. Ne? Es sieht so aus, als ob ich bereits einige Wochen hier unterwegs bin auf einer Tour in Südamerika, und ich befinde mich gerade hier in Venezuela, in Maracaibo, in einem Zentrum für einen Kurs in Wundern. Und wir bereiten uns hier vor für das nächste Advent am Wochenende, also das dritte Advent ist auf dieser Tour. Aber was ich wirklich als Erfahrung mit dir teilen möchte und dir sagen kann, ist, es fühlt sich wirklich an, wie Tausende von Jahren eingespart zu haben, und die Beschleunigung in unserem Erwachen, in unserem Weg nach Hause, ist wirklich eine unglaubliche. Es ist wirklich wahr, wie wir es im Kurs in Wundern lehren und lernen, dass diese Beschleunigung durch das Wunder selbst geschieht. Und dass diese Beschleunigung eben uns gegeben wird, weil es ein Kurs in Wundern ist, und über das Wunder gegeben wird, weil wir darum gebeten haben. Und ich hoffe, dass du mich vielleicht mit ein bisschen Verspätung von 20, 30 Sekunden oder wann immer du diese Live-Klasse mitverfolgst, dass du ohne größere Unterbrechungen hier mich verstehen kannst. Ich nehme diese Klasse auch auf, und sie wird in den Archiven verfügbar sein. Ja, ich bin im Himmel. Und es beginnt im Eingeständnis, ich bin hier angekommen in der Hölle. Okay? Und es ist die Transformation unseres Geistes, in der wir uns erinnern, dass diese Transformation, diese Umwandlung wirklich der Idee in der Hölle in den Himmel ist. Jesus im Kurs in Wundern sagt uns ganz klar, dass die Hölle nicht irgendein Geisteszustand ist woanders, als wo du dich befindest, in deinem Split-Geist, in deinem Geist der Trennung, in deinem Geist, wo du glaubst, dass Körper etwas tun, wo du glaubst, dass eine Welt da draußen ist, die Wirklichkeit hat, an dem Punkt, an dem du glaubst, dass Zeit vergeht, dass Zeit eine Bedeutung hat, dass du Gegenstand der Zeit wärst und beeinflussbar wärst von dem, was dir die Zeit aufzeigt oder die Zeit bietet. Und ich bin hier als dein Selbst, um dich zu bekräftigen, dass wir uns wirklich in der Zeitlosigkeit treffen, außerhalb der Zeit, außerhalb des Rahmens von Raum und Zeit, und in dieser Erfahrung, in dieser Erkenntnis, dass Zeit gar nicht geschieht, gar nicht abläuft, erkennen wir uns, wer wir sind, und erkennen wir, dass wir wirklich so sind, wie Gott uns schuf, und beginnen zu üben, beginnen diese Lektionen wirklich zu verstehen und zu benutzen. Und wir sind heute an einer Schlüssellektion bereits in den ersten 50 Lektionen angelangt, was die Lektion 29 uns anbietet, ist, dass wir erkennen können, eine Erfahrung oder zumindest akzeptieren können, dass Gott in allem ist, was wir sehen. Und wir werden gebeten, von innerhalb unserer Übungen den ganzen Tag hindurch auch stündlich einfach ganz entspannt und langsam uns umzublicken und einfach zu sagen, Gott ist in allem, was ich sehe, und versuchen, ein Gefühl der Entspanntheit, ein Gefühl der Gelassenheit zu erfahren und zu erkennen, dass das wahr ist, was wir hier üben.
was wir hier in diesem Kurs in Wundern von Jesus selbst angeboten bekommen. Und es ist dann nicht von Zufall, egal welche Objekte du auswählst, dass du beginnst zu erkennen, dass Gott selbst in einem Kleiderbügel ist. Ich muss immer lachen, wenn ich an diesem Punkt der Übung angelange oder an diesem Punkt des Übungsbuches. Was für eine Idee, nicht wahr? Aber es ist genau in der Ausrichtung der Instruktionen von Jesus, dieser ersten Lektionen, in der er uns sagt, macht keine Unterschiede in den Objekten, die du verwendest, um die Lektion des Tages anzuwenden. Und so machen wir keinen Unterschied zwischen einem Kleiderbügel einer Zeitschrift oder einem Finger, unserem Körper, die Idee eines Körpers, einer Lampe, einer Tür oder ein Papierkorb oder dieser Computer oder das Buch, ein Kurs in Wundern. Alles sind Wahrnehmungsobjekte. Und mit dem heutigen Leitgedanken wird erklärt, warum du allen Sinn und Zweck in allem sehen kannst. Ja? Und Sinn und Zweck ist schon im Verständnis der gestrigen Lektion angewandt, dass wir in der gestrigen Lektion, und das war so am Ende der Lektion, dass wir einen Sinn und Zweck des Universums nun beginnen oder darum bitten, um die Wirklichkeit zu erkennen, was der Sinn und Zweck des Universums ist, und beginnen zu akzeptieren, anzunehmen, dass wir diesen Sinn und Zweck des Universums nun teilen. Ja? Du hast alle Macht, alle Kraft des gesamten Universums in dir, in deinem Geist, um zu erkennen, dass du den Sinn und Zweck mit dem gesamten Universum teilst. Und an diesem Punkt solltest du ein wirkliches Hurra und Danke, Danke, Danke ausstoßen, weil es wirklich, vor allem will ich meinen Geist, meine Wahrnehmungen, meine Wahrnehmungsobjekte, dieses wie immer wir gestern geübt haben, anders sehen. Ja, vor allem will ich sehen, vor allem will ich die Dinge, alle Dinge anders sehen. Vor allem will ich alle meine Wahrnehmungsbeurteilungen, ne, alles, was du nach wie vor mit einer Bedeutung siehst und als solches, als wirklich oder als wahr hältst in deinem Geist, hast du ihm alle Bedeutung gegeben und als solches, als beurteilt, und hältst du es als Urteil fest in deinem Geist, damit du diese Bedeutung eben nicht verlieren solltest oder könntest. Und das ist das Denksystem des Egos, wie es dich begleitet durch deinen Traum von Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit. Das ist wirklich, wovor wir erwachen oder aus was wir erwachen. Wir erwachen aus diesem Traum, in dem wir uns buchstäblich festgenagelt haben, festgebunden haben in Bedeutungen unserer eigenen Urteile über uns selbst. Und in der Projektion dieser Gedanken, dieser Wahrnehmungsgedanken, die nach außen als eine Welt projiziert wurde, erkennen wir nun eine vollkommene Erkenntnis unserer selbst, wie wir von Gott erschaffen wurden, als die Liebe selbst, als das Licht selbst. Was ich dir zeigen kann als Demonstration eines Lehrers Gottes, der du selbst bist, ist, dass wir wirklich einen Willen teilen mit unserem Schöpfer und dass unser Wille wirklich nichts anderes ist als das Licht selbst. Wir wollen das Licht. Und wir kommen wahrscheinlich auch zu dieser Lektion 73. Ich will das Licht sein. Ich will, dass das Licht die Präsenz meines Geistes erfüllt und meine Gegenwart, meine Erkenntnis meiner selbst ist, meine Erfahrung ist, mein Eingeständnis und Akzeptieren ist von Gottes Willen für mich als seinen Sohn. Denn es gibt keinen anderen Willen als Gottes Willen. Und das ist, wo alle Dinge, alle Illusionen des gesamten Traumes aussortiert werden. Alles wird aussortiert an dem Punkt, an dem wir
diese Selektion, diese Auswahl zulassen und ehrlich, ganz, ganz ehrlich mit uns selbst sind. Ja? Wo ich ehrlich mit mir selber bin und mich frage, was ist, was ich wirklich will für mich? Was ist mein Wille für mich in meinem Erwachen, am Ende der Zeit, in der Auflösung, zu sehen, wie dieser Traum buchstäblich verschwindet. Und solange wir nicht miteinander wählen, als eins, solange du nicht in deinem Geist, dass der Ich Bin, ja, wählst, dass du das Licht willst und nur das Licht und damit Gottes Willen für dich akzeptierst, hast du nicht irgendetwas gewollt. Ja. Und das ist wirklich, was wir nun beginnen zu verstehen und in diesem Beginnen zu verstehen, dass unser Wille kein anderer ist, als dass wir das Licht in allem und durch alles erkennen. Solange wirst du einfach gebunden sein in deinem Geist und in diesem Gebundensein wirst du leiden. In diesem Gebundensein wirst du glauben, dass dir jemand etwas antun kann, dass da jemand da draußen wäre, der etwas tut. Aber was ich dir anbiete, ist diese Lektion 29. Gott ist in allem, was ich sehe. Und du beginnst hier Stardust, den Staub der Sterne zu sehen und zu erkennen. Gracias. Danke. Ha. Love is now the stardust of yesterday. Liebe ist nun dieser Sternenstaub von gestern. Und eben wie diese Jahre vorbeigegangen sind. Und manchmal wundere ich mich, wie ich diese einsamen Nächte verbringe. Eine Melodie, die mir ganz nahe steht. Jeder Kuss eine Inspiration. Aber das passierte vor langer Zeit. Und nun ist mein Tod. Im Sternenstaub eines Liedes. Jenseits der Gartenmauer sind die Sterne, leuchten die Sterne ganz hell. Und so wie deine Augen, die Nachtigall, die erzählt uns ein Märchen über ein Paradies, wo Rosen blühen. Obgleich ich ohne Nutzen träume, in meinem Herzen wird es verbleiben. Meine Sternenstaubmelodie. Eine Erinnerung der Liebe. In einem neuen Rahmen. Erneuert. Wow. Danke. Ja, das ist immer unglaublich, ne, mit diesen Melodien, wie wir eigentlich rausgehen aus der Kleinheit, unsere Erfahrung im menschlichen Dasein. Und wie wir wirklich beginnen in unseren Herzen zu sehen, dass da eine Liebe ist, die uns verbindet und dass diese Liebe wieder erneuert werden muss, wieder neu erkannt wird, Moment für Moment. Wir können sie nicht etablieren, wir können sie nicht in Ideen in der Welt etablieren und als
als fix festgehalten determinieren. Wir müssen sie neu erfahren jetzt. Und es ist immer ein Loslassen des Alten, ein Loslassen des Grolls im Zusammenhang mit alten Ideen, mit alten Urteilen, alten Bedeutungen. Und in diesem Loslassen sehen wir, dass wir wirklich vollkommen unschuldig sind, wie ein unschuldiges Kind einen offenen Geist haben und uns an Gott wenden, der uns das Licht zeigt, das Licht der Schöpfung zeigt, der uns zeigt, dass es stimmt, dass wir so sind, wie er uns schuf. Und dann ist es eine absolute Ehre und Freude, diese Lektion zu teilen. Eine Freude, sich zu erinnern, danke. Ha, ja. Eine Freude, uns zu erinnern, dass wir jetzt nach Hause gehen und das Licht jetzt sehen und uns einander anbieten und dass wir wirklich in diesem Licht miteinander bereits verbunden sind und uns wirklich nur erinnern, wer wir bereits sind. Und dieser Sinn und Zweck, den wir miteinander teilen, in diesem heutigen Leitgedanken, Gott ist in allem, was ich sehe, erklärt, warum nichts getrennt für sich oder an sich ist. Ganz, ganz wichtig, mein Bruder. Nichts ist getrennt für sich und nichts ist getrennt an sich. Und dafür müssen wir einen gemeinsamen, einen singulären Zweck annehmen und miteinander teilen. Ja. Rita ist auch hier, wunderbar. Wir sind nach wie vor in dieser Verbindung und weißt du, diese Verbindung, diese Kommunikation, die wir haben im Teilen dieses einen Zweckes, der eröffnet uns wirklich die Möglichkeit, sich auch in einer Form zu treffen, wie wir sie für einen Moment am Ende der Zeit definieren. Ja, das ist genau, was wir als ein Advent eines großen Erwachens uns anbieten. Ja, und ich bin absolut offen, dass wir uns schon sehr bald vielleicht treffen bei dir wieder und eine Erneuerung in diesem Gebet, in dieser Einladung, dass Jesus Christus eine körperliche Erscheinung macht, wie er sie immer macht, wie er sie gerade jetzt macht, und dass das in einem Rahmen stattfindet, an dem es für dich einfach ist, einfach teilzunehmen. Natürlich ist aller Wert darin, dass wir uns jetzt über die Stimme Gottes in Verbindung setzen und diese Lektion des Tages miteinander teilen. Aber da ist eine Qualität auch darin, wenn wir uns einander einladen und uns einander bekräftigen, dass wir einen Sinn und Zweck teilen und dass dieser einen Sinn und Zweck mittels eines Kurs in Wundern ist, mittels dieser Lektionen, wie sie Jesus uns gegeben hat in seinem Kurs. Und dass wir uns einander einladen und sagen, hey Bruder, ich kann das nicht allein machen und das ist schon toll, dass wir all diese Klassen und Archive haben für die Online-Klassen. Aber irgendwo brauche ich dich auch als eine körperliche Präsenz im Kreis des Lichtes, im Kreis der Sühne zu sehen und zu erfahren und mit dir die Aufhebung aller Angstgedanken, aller Ängste, allen Grolls zu sehen, wie unmittelbar das geschieht. Und das ist, was wir wirklich, ja, juhu, ne? Das ist, was wir uns wirklich anbieten in unserem Zusammenkommen. Ne? Und und diese Dinge, die passieren in dem Moment, in dem wir
ein klares Commitment, eine klare Verpflichtung geben, diesen einen Sinn und Zweck zu teilen. Und dieser einen Sinn und Zweck ist nichts anderes als die volle Anerkenntnis, Eingeständnis, dass wir nicht mehr die Lösung in der Welt suchen, sondern wir wenden uns an Gott, an seinen Geist und wir vertrauen ihm, dass alles in dieser Entschlossenheit, alles diesen anscheinenden Prozess, der nicht wirklich ein Prozess ist, passiert, dass alles in diesem Moment passiert, in einem Moment der vollkommenen Aufhebung der Selbstidentität. Und dass uns alles gegeben wird, wenn wir gewillt sind, vor allem zu sehen, das Licht Gottes zu sehen. Wenn wir gewillt sind, die Dinge, alle Ideen anders zu sehen, alle Wahrnehmungen anders zu sehen. Und wenn wir gewillt sind, uns nicht mehr länger zu verteidigen und Widerstand zu leisten, der sowieso zwecklos ist, weil Gott ist bereits in allen und in jedem. Und Gott ist die einzige Wirklichkeit, die es gibt. Und Gott ist überall. Und Gott ist in jedem. Und es ist wirklich eine ja, es ist eine Realität. Ne? Es ist wirklich. Das ist absolut wirklich. Dass es keinen Gegensatz zu Gott gibt und dass nichts anderes wirklich ist als sein einziger Gedanke, in dem wir erschaffen wurden, in dem wir uns auch wiedererkennen, wer wir sind. Und das ist, was wir teilen in einem Advent eines großen Erwachens. Und ich lehre einen Kurs in Wundern, ich bin ein Lehrer Gottes und ich bin ein Diener Gottes und so bist du es auch. Und wenn es so sein soll, dann treffen wir uns schon, ja, wann immer du möchtest. Ne? Natürlich bedarf es innerhalb des Traumes ein bisschen der Vorbereitungen und der Kommunikation, wie und wann und wo, aber ich bin absolut bereitwillig für jemanden, der eine Beständigkeit zeigt in dieser Kommunikation, in der ich in meinem Geist sehen und fühlen kann, dass du mit mir in dem bist und stehst, eine Bemühung zu machen und aufzutauchen und dein Selbst zu repräsentieren und zu reflektieren und dir zu zeigen, dass wir wirklich ein Selbst sind. Und damit sind wir ein Selbst mit dem gesamten Universum. Wir teilen einen Sinn und Zweck mit dem gesamten Universum. Und so sind wir in der Anwendung, in der Folge der gestrigen Lektion, heute mit der Lektion 29, vollkommen glücklich und zufrieden. Und ja, ich kann auch sehen, es bedarf auch heute wirklich einen Moment der Ruhe und der Ausrichtung, weil viel passiert. Ne? Und ich kann dir sagen, dass was in meinem Geist passiert, ist auch nichts anderes, als wo du dich vielleicht gestern oder heute oder zu was immer für einer Zeit befindest, wo du siehst, wow, eigentlich bin ich vollkommen allein mit dem und da sind sehr, sehr, sehr wenige, die das wirklich wollen, ne? Und die auch gewillt sind, ein volles Commitment zu geben, ne? Zu sagen, hey, ich stehe da mit dir und ich will mit dir nach Hause gehen und ich bin bereit, mit dir den ganzen Weg zu gehen. Und ich bin bereit, meine Ideen, meine Werte der Welt loszulassen und wirklich diesen einen Wert, das ist einen Sinn und Zweckes anzunehmen, in diesem letzten Moment wirklich, den wir teilen am Ende der Zeit. Danke, kann ich nur sagen. Jeder Einzelne, der jetzt mit mir dieses Commitment, diese Verpflichtung eingeht, weil wir sie mit Jesus eingehen. Wir gehen sie mit seinem Geist an, es ist sein Angebot. Okay? Wir sind nur
Wir sind wirklich nur Diener Gottes. Wir repräsentieren wirklich nur für einen Moment das, was wir erkannt haben, individuell für uns, dass es wirklich ist. Ha! Ja, und es ist wirklich durch alle Zeit hindurch. Aber wir können es nicht festhalten. Ja, wir können es nicht festhalten und einander uns verpflichten oder in Abhängigkeit setzen. Jeder muss das für sich selber erfahren. Ich kann es nur mir selber anbieten und mich einladen dazu, aber ich kann es nicht fordern, weil ich es selbst in all meiner Freiheit für mich selbst entschieden habe und diese Entscheidung erneuere in diesem Moment. Und es ist ein vernichtender Moment. Es ist ein zerstörender Moment zu sehen, dass eigentlich wirklich niemand in der Welt oder ganz, ganz wenige das mit dir teilen wollen. Ich bin jedes Mal in einer tiefen Umwandlung. Ich muss um Hilfe bitten und loslassen, weil es nur ein Wahrnehmungsbild ist und weil es eben nicht so ist. Es ist nicht die Wahrheit. Was die Wahrheit ist, wir sind bereits zu Hause im Himmel und das hier, was die Augen sehen, ist wirklich nur die Vergangenheit, die bereits vergangen ist. Da ist nichts mehr wahr daran. Ja, da ist nichts mehr wirklich daran. Da passiert hier nicht mehr wirklich irgendetwas. Und das ist, was wir uns einander anbieten in der Lehre von Ein Kurs in Wundern, in unserem Zusammenkommen in Sessions, in diesen Momenten des Teilens der Wahrheit. Ja. Wir erinnern uns, dass wirklich alles bereits vorbei ist und das Einzige, was wir uns erinnern können, ist das Wunder, das uns zeigt, dass wir eins sind, dass wir der Sohn Gottes sind, dass wir die perfekte Schöpfung unseres Vaters sind. Und dieser Leitgedanke, Gott ist in allem, was ich sehe, erklärt uns, weshalb nichts, was du siehst, was wir sehen, irgendetwas bedeutet. Ja, das ist wirklich die heutige Lektion. Ich bin gerade beim dritten Satz angelangt und mache bereits eine halbe Stunde Sendung. Oh mein Gott, danke! Ich liebe dich so sehr. Und in der Tat erklärt diese Idee, erklärt dieser Leitgedanke, erklärt er jeden Leitgedanken. Das ist, was die heutige Lektion uns anbietet. Ne? Jeden Leitgedanken, den wir bisher angewendet haben, also die ersten 28, ersten 29 Lektionen bis heute. Und auch alle Folgen, sagt er. Ne? Es ist ein Programm, das auf ein Jahr angeboten wird, ein Jahres Geistestraining. Und du kannst diese Zeit wirklich verkürzen auf einen Tag. Ja, das ist wirklich eine Lektion, bietet dir alle Lektionen an. Eine Lektion wirklich zu machen, das ist, was Übertragung genannt wird auf jeden und auf alle Umstände, auf alle Zeit übertragen. Was für eine Idee. Das ist der Beweis, warum du nicht die Transformation bewirkst, sondern dass sie für dich getan wird. Sie wird wirklich vom Heiligen Geist für dich erfolgreich vervollkommnet. Wow, wow. Und es ist nicht in dem Sinne, das habe ich auch gestern in einem Interview für diese Zeitung mit einem wunderschönen, ich glaube es gibt auch Sie haben es hier in der wichtigsten Zeitung von Maracaibo veröffentlicht und ich werde, wenn ich einen Link finde zu Ihrer Webseite, werde ich es auf Twitter ist es bereits und auf Facebook wird es wahrscheinlich gepostet. Dann kannst du dir selbst ansehen auf Spanisch. Ja, aber übersetzt, ich habe jetzt den Artikel der Zeitung nicht vor mir, aber es ist wirklich wunderbar. Der Journalist hat gelehrt und er hat die Essenz dieses Kurses gelehrt und er hat gelehrt, so wie er mich interviewt hat und wie er mich gehört hat, dass es nicht ein Prozess ist. Es ist nicht eine Prozedur in Zeit. Es ist nicht etwas, das
sich in die Länge zieht in der Zeit und dann erfolgreich vervollkommnet wird, sondern es ist etwas, was sich nur eröffnet, was wir bereits in uns tragen, in uns als Geschenk Gottes in der Schöpfung jeder Einzelne bekommen hat. Das gesamte Universum ist es bereits. Und alles, woran wir uns erinnern, ist nichts anderes, wer wir bereits sind und was wir bereits sind, als die vollkommene Schöpfung selbst. Halleluja, nicht wahr? Deswegen ist der heutige Leitgedanke, Gott ist in allem, was ich sehe, die gesamte Grundlage für die Schau Christi. Und diese gesamte Grundlage für die Schau Christi ist dieses Geistestraining. Und das ist, worum du gebeten hast. Das ist, was du jetzt aktiv im Empfangen anwendest und für dich praktizierst und mit deiner ganzen Welt nun teilst. Schon unglaubliche Idee. Nicht wahr? Hat man ein bisschen hier mein Mikrofon ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob du mich gut hörst. Ich nehme an, ja. Und es wird dir wahrscheinlich sehr schwer fallen, diesen Gedanken in diesem Zeitpunkt zu erfassen, sagt Jesus. Du findest ihn womöglich töricht, respektlos, sinnlos, komisch oder sogar anstößig. Ja? Weil es für die Welt eigentlich etwas Unmögliches ist, Unannehmbares ist, dass Gott in allem ist, was du siehst. Ne? Weil, weißt du, was passiert, Bruder? Wenn in dem Moment jetzt, wenn wir das anerkennen, alle unsere Bedeutungen werden anerkannt und gesehen, dass sie wirklich bedeutungslos sind. Die Bedeutung, die du dem Kleiderbügel, der Zeitschrift, dem Finger, der Lampe, dem Körper, der Tür, dem Tisch, der Stereoanlage, dem Computer, dem Fernseher, deiner Küche, deinem Sofa, deinem Spezialsitz, deinem Bett, deinem was immer du siehst, ne, all das. Hier braucht man Air Conditioner. Ohne Air Conditioner, aber das ist eine Bedeutung. Ne? In dem Moment, in dem du anerkennst, dass Gott in der Heizung, im Air Conditioner ist, in dem Moment verlierst du die spezielle Bedeutung, wie du sie den Dingen gegeben hast. Und in dem Moment bist du frei. Für einen Moment reagiert das Ego und sagt dir, hey, das ist sinnlos, das ist komisch, das ist anstößig, das ist töricht, das ist nicht, was wir wollen. Aber nee. Und sicherlich ist Gott beispielsweise nicht in einem Tisch, wie du ihn siehst, ne? als eine getrennte Idee. Ne? Und doch betonten wir gestern, dass ein Tisch den Sinn und Zweck des Universums mit ihm teilt. Und was den Sinn und Zweck des Universums teilt seines Schöpfers Sinn und Zweck. Ne? Also es muss verstehen, dass es wirklich am Niveau, am Punkt des Gedankens ist, ja, wo du das teilst und wo es als Erkenntnis wahr ist und Bedeutung hat, ne? Nämlich die Bedeutung Gottes hat, die gesamte Bedeutung hat, wie Gott, es gibt eine Bedeutung und diese Bedeutung ist nur im Denken und im Sehen mit Gott. Und damit kannst du nicht anders sehen, wie Gott seinen Sohn sieht. Und wenn Gott dich nur sieht als ein Licht, eine einzige Liebe, eine unbegrenzte Liebe, einen Frieden und ein Glück, das kein Gegenteil hat und du keine andere Möglichkeit hast und keine andere Möglichkeit siehst, als genauso zu sehen wie er dich sieht, dann ist wirklich Gott in diesem Tisch erkennbar. Und du weißt, dass dieser Tisch nicht mehr ein Tisch ist, sondern ein Gedanke Gottes, das gesamte Universum. Und so versuchen wir heute anzufangen,
alle Dinge mit Liebe, mit Anerkennung und mit einem offenen Geist zu betrachten und zu lernen und betrachten zu lernen. Und du siehst sie jetzt nicht ganz genau, vielleicht in dieser Öffnung, in dieser Gesamtheit und in dieser vollen Anerkenntnis. Aber die Frage ist, möchtest du erkennen, was in ihnen ist? Ne? Möchtest du erkennen, dass es so ist, was in diesen Dingen wirklich liegt? Und nur du kannst diese Frage beantworten. Und durch die Power deines Geistes, ja, die Macht deines Geistes, kannst du bestimmen, dass es so ist. Und Bruder, hier ist die gesamte Wahrheit. Dann ist es auch so. So wie du es denkst, ne? So ist es. Ja. Und nichts ist so, wie es dir scheint. Ein heiliger Sinn und Zweck liegt jenseits deines kleinen Horizonts. Und sobald die Schau dir die Heiligkeit enthüllt hat, die die Welt erhält, wirst du den heutigen Gedanken vollkommen verstehen. Sag zu mir, Gott ist in allem, was ich sehe. Gott ist in allem, was ich sehe. Ja, weil Gott in allem ist, was wir sehen, was wir sehen können. Und du wirst nicht verstehen, wie du ihn jemals schwierig finden konntest, diesen Gedanken, wie du jemals Gott als eine Schwierigkeit oder als eine Unmöglichkeit sehen konntest. Und so werden wir gebeten, 6-mal heute, so wie gestern. 2 Minuten sind wir in diesen Intervallen von 2-minütiger Übungsperioden. Denn durch den Tag hindurch gehen wir nun her und wollen nun beginnen. Es ist ein vertrautes Muster, sagt er. Wir beginnen damit, den Gedanken zu wiederholen, den Leitgedanken wiederholen und alles in Entspanntheit, ganz langsam. Gott ist in allem, was ich sehe. Und dann wählen wir Gegenstände aus, so wie wir uns umschauen und wie wir sie sehen um uns herum. Und du kannst sie ganz konkret benennen. Ja, und er gibt dir hier ein paar Hinweise. Jesus gibt dir ein paar Hinweise, versuche die Tendenz zu vermeiden, die Auswahl selbst zu steuern. Ja, das ist, was er dich erinnert in diesen Anfangslektionen, ne, dass du nicht etwas speziell hältst und versuchst, bestimmte Objekte zu favorisieren, sondern dass du, eine Idee, ein Objekt ist wie das andere und jedes Objekt verdient diese Anwendung in derselben Art und Weise, wie wir instruiert werden in dieser Lektion. So, also blick dich um und auch wenn es verlockend ist, hier spezielle Dinge auszuwählen, nein, wir wenden sie an gleichermaßen. Ja, alle Ideen, alle sogenannten Wirklichkeiten sind uns fremd gleichermaßen. Und damit die Aufzählung der Gegenstände machen wir frei, so frei wie möglich. Ja, und das Beispiel gibt er dir hier, Gott ist in diesem Kleiderbügel, Gott ist in dieser Zeitschrift, Gott ist in diesem Finger, Gott ist in dieser Lampe, Gott ist in jenem Körper, Gott ist in jener Tür, Gott ist in jenem Papierkorb. Und finde ein paar Objekte, wie du sie anwenden kannst.
Ja, und langsam in deiner Zeit beenden wir unsere Lektion des Tages für ein weiteres Mal. Und vergiss nicht, so wie Jesus dich bittet, am Ende dieser Lektion wiederhole diesen heutigen Leitgedanken Gottes in allem, was ich sehe, zusätzlich zu diesen festgesetzten 6 Übungsperioden mindestens einmal stündlich, indem du dich ganz in deiner Zeit langsam umsiehst, während du dir die Worte ohne Hast, ohne Eile vorsagst. Und mindestens ein- oder zweimal solltest du ein Gefühl der vollkommenen Entspanntheit empfinden, während du dies tust, und erkennen, dass das tatsächlich wahr ist. Danke, danke, danke. Ja, und das ist auch schon wirklich alles, was ich heute mit dir zu teilen habe. Vielleicht noch ein paar Ideen zu dieser Anfangsideen der Lektion 73, ich will das Licht werde, dass wir heute über den Willen nachdenken, den du mit Gott teilst. Und das ist auch wirklich eine sehr wunderbare Lektion, wie wir diese heutige Lektion verbinden können und wie du sie dir selbst teilen und deklarieren kannst in deinem Zusammenkommen mit deinen Brüdern und in all deinen Erinnerungen daran, was für dich wichtig ist, was für dich Wert hat, was dein Wille ist. Einen Willen, den du mit Gott teilen willst. Und dieser ist nicht dasselbe wie die eitlen Wünsche des Ego, aus denen Dunkelheit und Nichts entstehen. Es ist eine wirkliche Absage, eine vollkommene Verleugnung der Dunkelheit, eine Verleugnung aller begrenzten, limitierten Ideen, die aus dem Nichts kamen und nur das Nichts repräsentieren. Der Wille, den du mit Gott teilst, enthält die ganze Macht der Schöpfung. Das ist, was ich dir hier demonstriere und repräsentiere und dich bestärke, für dich anzunehmen und dir selbst zu lehren. Es ist, indem wir uns das selbst lehren, beginnen wir zu verstehen, dass wir eine Lektion gelernt haben. Und die eitlen Wünsche des Egos werden nicht mehr geteilt und deshalb haben sie überhaupt keine Macht. Seine Wünsche sind insofern nicht eitel, als sie eine Welt der Illusionen machen können, in die dein Glaube äußerst stark sein kann. Sie sind jedoch eitel, was die Schöpfung angeht. Sie machen nichts, was wirklich ist. Eitle Wünsche sind auch die Idee von neutralen Wünschen, ne? Von Wünschen, über die du nicht wirklich verantwortlich wärst. Ne? So verstehe ich das. Lass mir gerne andere Definitionen zeigen, aber es ist so, dass die Idee, dass jemand anderer da wäre, der das wünscht, dass du nur ein Teil davon wärst, dass du eine Auswirkung davon wärst, dass du an den Auswirkungen nur teilweise im Zusammenhang stehen würdest oder verantwortlich wärst. Das ist, was ich unter eitel verwende, eine Idee der Neutralität. Aber diese Art von Wünschen unter Groll sind Partner oder Miterzeuger bei der bildlichen Darstellung der Welt, die du siehst. Und die Wünsche des Ego haben sie hervorgebracht und das Bedürfnis des Ego nach Groll, der zu ihrer Aufrechterhaltung nötig ist, bevölkert sie mit Figuren, die dich anzugreifen scheinen, die nach gerechtem Urteil rufen, die eben das nicht haben wollen, die nicht mit dir sein wollen, die nicht mit dir die Wahrheit teilen wollen, die nicht mit dir deinen Willen das Licht sei, die sich mit dir zusammenstellen und sagen, hey Bruder, lass uns wirklich nach Hause gehen. Alles das ist verleugnet durch eitle Wünsche. Und diese Figuren werden zu den Mittelsmännern, die das Ego benutzt,
um einen Handel mit dem Groll zu betreiben. Und sie stehen, das ist nun wichtig, dass du das siehst, sie stehen zwischen deinem Gewahrsein, wirklich deiner selbst und deines Bruders Wirklichkeit. Wer dein Bruder wirklich ist, deine Erkenntnis, wer du bist als dein Bruder. Sie stehen zwischen dir buchstäblich und der Wirklichkeit, wer dein Bruder ist, als die perfekte Schöpfung Gottes selbst. Und weil du sie siehst, erkennst du weder deinen Bruder noch dein Selbst. Und das ist der Grund, warum wir aktiv sind in diesem Geistestraining von einem Kurs in Wundern. Weil wir uns selbst erkennen wollen und weil wir erkennen wollen, wer unser Bruder ist. Und in dieser Entschlossenheit, uns selbst zu erkennen, machen wir diesen essentiellen Schritt jenseits der Welt. Diesen essentiellen Schritt, den die Welt, Repräsentanten der Welt, nie machen werden, nie einstimmen werden, dass das notwendig wäre. Wir geben alles, wir sind vollkommen entschlossen, die Dinge anders zu sehen und die Schau Christi zu sehen. Vor allem, über allem. Ja? Wir geben jede Idee, jeden Wert dafür, für diese Neuschau, für diese Schau Christi. Und dein Wille ist dir in diesem er nennt es ein sonderbares Tauschgeschäft, ist dir verloren gegangen. Ja? Du hast vergessen, buchstäblich, was dein Wille ist. Und indem mit Schuld hin und her gehandelt wird und der Groll mit jedem Tauschgeschäft zunimmt. Und dann hier sagt er oder fragt er dich, kann eine solche Welt von dem Willen erschaffen worden sein, den der Sohn Gottes mit seinem Vater teilt? Also das ist, was der Wille Gottes ist. Und die Antwort ist offensichtlich, dass eine solche Welt nicht von so einem Willen erschaffen worden ist. Hat Gott Unglück für seinen Sohn erschaffen? Das ist auch eine wirklich lächerliche Frage, weil jeder, der ehrlich ist mit sich selbst, weiß, dass Gott eine vollkommene Schöpfung unseres Vaters im Himmel ist und er kann nicht anders sein. Damit kann er auch nicht ein Körper sein und kann er nicht das Unmögliche repräsentieren. Und die Schöpfung ist der Wille beider gemeinsam. Die Schöpfung ist dein Wille wie als Reflexion des Willens Gottes. Und würde Gott eine Welt erschaffen, die ihn selber tötet, die Gott selbst auslöscht, das sind alles wirklich Fragen, die aufzeigen, nicht nur wie unmöglich, sondern wie wahnsinnig der menschliche Geist denken kann in diesem Zusammenhang. Und aus dem Grund sind wir vollkommen entschlossen und bereitwillig allen Groll, alle Trennungsgedanken loszulassen und uns zu erinnern, was unser Wille ist, dass unser Wille ist, das Licht zu sehen, dass unser Wille ist, Gott in allem zu sehen, was wir sind und wer wir sind. Und in diesem Eingeständnis segnen wir uns, in diesem Eingeständnis sagen wir Danke, Gracias, ich liebe dich, Thank you, Merci, Grazie, Dziękuję. In diesem Eingeständnis, in dieser Erinnerung, ich will das Licht werde, ist wirklich alles bestens für uns getan. Und es ist wirklich nur ein Moment, ein einziger Moment, in dem wir uns noch wiederfinden in einem Überbleibsel von Wahrnehmung, in dem wir sehen, dem wir gezeigt werden, dass alles bereits vergangen ist und als Vergangenheit uns nicht mehr berühren kann und keine Auswirkungen auf uns mehr haben kann. Wow, ich liebe dich, mein Bruder, du siehst wirklich wunderbar aus. Ich bin so dankbar, dass du hier bist und dass du mit mir diesen Willen teilst und auch wirklich deine Entschlossenheit demonstrierst, dass es alles ist, was du für dich haben willst. Und hier ein Lied am Ende unserer Klasse von Tommy Dorsey, das heißt You, du. Okay? Und es ist ein Klassiker und
Wir sehen uns auf der anderen Seite im Himmel, ja, im Frieden, in der Harmonie unseres einen Geistes. Danke, dass du da bist, dass du dich hier verbindest im einen Sinn und Zweck. Tschüss. Bye bye. You completely satisfy and confession, that is why there's nobody like you. So much depends upon you. Tell me true. Will it be my fate at all? Will I ever make love with somebody like you? Just think that you love me makes my future look strong. I swear my stars above me come down if I don't feel like writing a song about you. Music and words about you, lovely you. Let me think of phrases for, let me think of phrases for nobody but you. Vielen Dank für dein Dabeisein. Wunderbar. Ich hoffe, es hat dir beim Erinnern geholfen. Ich freue mich total über Kommentare, wie du es verstanden hast, oder ein simples Herzchen. Und vielen Dank natürlich für deine Wertschätzung. Und wenn du magst, wenn du meine Arbeit wertschätzen, sozusagen unterstützen möchtest, in der Beschreibung findest du den Link, wo du deine Wertschätzung zum Ausdruck bringen kannst. Klick einfach auf den Link drauf und wähle dann aus, welche und wie viel deine Unterstützung dieser Arbeit als Mitgliedsbeitrag sein soll und wie lange du das gerne machen möchtest. 5, 10, 20 Euros, wähle, wie es für dich stimmt. Du kannst es auch jederzeit natürlich verändern. Und danke an alle, die es schon tun. Und wenn du siehst, dass du geführt bist, lade noch jemanden ein. Du findest das gesamte Programm, wie auch viele andere Podcasts, auf meiner Webseite devavan.com, auf meinem YouTube-Kanal und auf Spreaker im Kanal Die Stimme des Himmels in den verschiedenen Playlists. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn du ganz einfach so zu unserem nächsten gemeinsamen Verbinden mit diesem Angebot von Christus Jesus wieder mit dabei bist. Ja, Gottes Segen für dich und uns alle. Bis dann.